Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein leckeres Hähnchencurry mit Kokosmilch, viel Gemüse und asiatischen Gewürzen. Dieses Gericht ist besonders eiweißreich und enthält Eiweiße aus pflanzlichen und sowohl auch aus tierischen Produkten. Das Ganze in Kombination mit leckerem Gemüse ist ein super Mittagessen. Die Zubereitungszeit für dieses Mittagessen dauert ca. 45 Minuten. Als Beilage für dieses Mittagessen eignet sich wirklich so ziemlich alles. Ihr könnt dazu Nudeln essen, so wie bei mir heute, oder auch Kartoffeln oder sogar Reis. Also es ist total variabel. Ihr seid schon gespannt auf das Video? Dann bleibt heute unbedingt dran. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Curry benötigen wir folgende Zutaten: ein paar TK-Erbsen, ein bisschen Porree, 4 Hähnchenbrüste, eine Dose Kichererbsen, 2 Dosen Kokosmilch, 3 Möhren und eine halbe Gemüsezwiebel. Als erstes schneiden wir unsere Gemüsezwiebel in Würfelchen. Dazu schneide ich sie mehrmals in kleinen Abständen längs ein und einmal quer. Dann kann man ganz einfach Würfelchen herunterschneiden. Und um die Zwiebelwürfel dann noch etwas feiner zu bekommen, hacke ich mit dem Messer einfach über die Würfelchen noch einmal drüber. Die Möhren habe ich vorher mit einem Sparschäler geschält und schneide sie jetzt in gleichmäßig dünne Scheiben herunter. Nachdem wir jetzt unser Gemüse geschnitten haben, können wir beginnen, das Fleisch zu schneiden. Das solltet ihr aus Hygienegründen immer als letztes schneiden. Das Fleisch schön gegen die Faser zu geschnetzeltem schneiden. Das Fleisch sollte auf jeden Fall ungefähr von den Streifen her gleich dick sein, damit es gleichmäßig garen kann. Würzen benötigen wir heute Curry, Paprika edelsüß, Kurkuma, Salz, Koriander und dann nutze ich noch Pulbiber. Das ist sehr scharf, damit müsst ihr vorsichtig sein. Das Hähnchengeschnetzelte wird jetzt mit all den Gewürzen großzügig gewürzt. Ihr braucht da mit den Gewürzen auch gar nicht so sparsam sein, gerade nicht bei Kurkuma und Curry. Ein Großteil der Gewürze landet nämlich später als Geschmacksträger in unserer leckeren Kokosmilchsoße. Über das gewürzte Fleisch streuen wir jetzt ein bisschen Speisestärke. Diesen Trick habe ich in einer Kochsendung im Fernsehen gesehen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, jedem mal auszuprobieren. Die Speisestärke sorgt nämlich dafür, dass das Fleisch innen schön saftig und ganz weich bleibt und außen eine krosse Haut bekommt. Seitdem ich das so mache, hatte ich nie wieder Probleme mit zähem Hähnchenfleisch. Die Speisestärke wird jetzt mit den Händen schön in das Fleisch einmassiert. Nun erhitzen wir Öl in einer Pfanne. Ich nutze hier ein geröstetes Erdnussöl, da es einfach hervorragend zu Currys passt. Es hat einfach einen tollen Geschmack und riecht einfach phänomenal. In das erhitzte Öl geben wir jetzt unser Hähnchengeschnetzeltes. Um das Fleisch richtig schön anzubraten, solltet ihr euren Herd ruhig auf höhere Stufe stellen. Die Speisestärke klebt das Fleisch jetzt ein bisschen aneinander, aber das kann man mit einem Holzlöffel schön auseinanderziehen. Das Fleisch dann schön ein paar Minuten von der ersten Seite anbraten lassen und dann einzeln wenden. Und wie ihr seht, ist die Unterseite schon sehr schön kross geworden. Nach dem Wenden des Fleisches solltet ihr euren Herd auf mittlere Stufe herunterstellen. Jetzt sollte es von der anderen Seite auch noch schön kross und braun gebraten werden. Wenn das Fleisch von allen Seiten schön braun angebraten ist, geben wir unsere Zwiebelwürfelchen dazu. Die Zwiebelwürfel schön in der Pfanne verteilen und 2 bis 3 Minuten schön glasig mitbraten lassen.
Nun geben wir unsere Möhrenscheiben dazu. Auch die verteilen wir jetzt schön in der Pfanne, damit sie ein bisschen Farbe mit abbekommen. Und jetzt geben wir den Porree mit in die Pfanne. Ich habe hier TK-Porree genommen, ihr könnt aber, wenn ihr frischen nehmt, so circa eine halbe Stange nehmen. Jetzt das ganze Gemüse schön miteinander verrühren und 2 Minuten zusammen braten lassen. Nachdem jetzt alles schön angebraten ist und Farbe bekommen hat, wird es Zeit, Flüssigkeit hinzuzufügen. Jetzt geben wir unsere beiden Dosen Kokosmilch dazu. Wenn eure Kokosmilch sehr fest sein sollte, dann legt sie doch einfach in heißes Wasser, dadurch wird sie flüssig. Dann könnt ihr sie schütteln und sie kommt schön flüssig aus der Dose heraus. Wenn die Kokosmilch drin ist, alles einmal schön miteinander verrühren und erst einmal für 10 Minuten auf niedriger Stufe vor sich hin köcheln lassen. Als nächstes kommt die Schale TK-Erbsen dazu. Nach den TK-Erbsen geben wir dann die Dose Kichererbsen dazu. Die Kichererbsen habe ich vorher mit einem Sieb gut durchgewaschen. Ich persönlich kaufe sehr gerne TK-Erbsen, da sie noch viele Vitamine enthalten und super einzeln entnehmbar sind. Außerdem schmecken sie wirklich sehr gut und geben jedem Gericht einen tollen Farbtupfer. Nun wird erstmal wieder alles richtig gut miteinander verrührt. Und jetzt wird es auch Zeit, das erste Mal abzuschmecken, ob genug Gewürze am Gericht sind. Mir persönlich fehlt hier noch ein bisschen Würze, deshalb entscheide ich mich, Sojasauce dran zu geben. Da ich immer sehr viel mit Sojasauce würze, kaufe ich immer die großen Flaschen. Leider gibt es die im Geschäft nicht, deshalb bestelle ich die immer bei Amazon. Die Sojasauce rühren wir jetzt einmal schön in das Gericht ein. Und jetzt solltet ihr selbst wirklich so lange das Gericht abschmecken, bis es euch persönlich schmeckt und immer wieder nachwürzen, bis das Ergebnis dem entspricht, was ihr gerne hättet. Ich schmecke meins jetzt auch noch einmal ab und muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Mir schmeckt es jetzt genau so, wie es ist. Da mir die Soße persönlich ein bisschen zu flüssig ist, binde ich sie jetzt mit angerührter Speisestärke ab. Dazu gebt ihr einfach ein bisschen Speisestärke und einen Schluck kaltes Wasser in eine kleine Schale und verrührt es gut miteinander, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Dann gebt ihr nach und nach die Speisestärke in die kochende Flüssigkeit. Wichtig ist bei der Speisestärke, sie immer mit kalten Flüssigkeiten anzurühren, sonst funktioniert es nicht. Und ihr solltet die Speisestärke unbedingt immer nach und nach zum Gericht geben, denn sie dickt das Gericht sehr schnell an. Wichtig ist, wenn ihr mit Speisestärke arbeitet, dass das Gericht die ganze Zeit kochen muss. Falls ihr euch mit dem Umgang mit Speisestärke nicht so sicher fühlt, könnt ihr ohne weiteres natürlich auch mit Soßenbinder eure Soße andicken. Ich persönlich mache es ganz gern mit Speisestärke, da man davon nicht so viel braucht, wie als wenn man die Soße jetzt mit Soßenbinder andicken würde. Ich persönlich finde meine Konsistenz jetzt super. Ihr gebt einfach so viel Speisestärke oder Soßenbinder dazu, bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Das Ganze lasse ich jetzt noch mal 2 Minütchen in meiner Pfanne vor sich hin köcheln und dann ist es auch schon Zeit anzurichten. Und hier ist das wunderbare Ergebnis. Wir haben unser Curry diesmal zusammen mit Spaghetti gegessen. Es lässt sich aber auch hervorragend mit Reis oder Kartoffeln kombinieren. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!